Hey, gut, dass du dieses Video angeklickt hast. Wenn du nämlich wie so viele Menschen Probleme mit Rückenschmerzen hast, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Denn ich zeige dir heute die wichtigsten, einfachen 2 Übungen, die super dabei helfen können, deine Wirbelsäule richtig zu entlasten. Lass uns jetzt gemeinsam was für deinen schmerzfreien Rücken tun. Am besten machst du direkt mit, dann kriegst du nämlich die richtige Übungslänge und das Krafttraining ganz genau mit. Wir fangen an mit der wichtigsten Übung bei Rückenschmerzen, erfahrungsgemäß. Und zwar gleichen wir das Sitzen aus. Im Sitzen sind wir ja immer nach vorne, beziehungsweise die Beine sind oben, hier vorne wird es kürzer und kürzer. Und das gleichen wir jetzt aus und deswegen ist es die wichtigste Übung. Stell dich am besten vor eine Wand, dass du gut dich ein bisschen halten, balancieren kannst. Du kannst auch ohne Wand machen, frei stehend, aber gerade am Anfang ist es ganz gut fürs Einstellen, so die Wand als Bezugspunkt zu haben. Geh nicht zu weit weg, auch nicht zu dicht dran. Es muss so sein, dass wenn du dich jetzt zunehmend überstreckst, geh schon mal rein, Ina, schieb das Becken vor und geh mit dem Oberkörper zurück, dass du einen schönen Bogen an der Wand machen kannst und die Wand dich sozusagen stützt. Ja? Such dir mal deinen Abstand und geh mal da rein. Ina ist schon drin. Jetzt achte drauf, wenn du reingehst, dass du mehr mit den Leisten vorkommst. Also weniger den Bauch nach vorne rausstrecken, sondern die Leisten nach vorne bringen und den Bauchnabel eher zurücknehmen. Dann hast du nämlich eine richtig gut geeignete Hüftkippung, die direkt an die Muskeln, die Dehnung drankommen lässt, die so wichtig gegen Rückenschmerzen zu beeinflussen sind. Ja? Schön nach hinten gehen und dann zieht es natürlich, ja. Das zieht vielleicht in den Leisten, das zieht ein bisschen am Oberschenkel, ein bisschen im Bauch, vielleicht zieht es auch in den Rücken rein. Da darfst du dann keinen Schreck bekommen, denn das Ziehen in den Rücken bedeutet, du arbeitest genau an den Strukturen, die deine Rückenschmerzen verursachen. Das ist zumindest unsere Interpretation, ja. Aber du wirst hinterher dann merken, dass du damit richtig liegst. Immer schön weiter nach hinten kommen. Und geh halt nur so weit rein, wie du es gerade noch gut ertragen kannst. Ja? Nur wenn du irgendwelche richtig schlimmen Sachen in der Wirbelsäule hast, solltest du das vielleicht vorher kurz mit dem Arzt absprechen. Aber inzwischen kennen uns schon so viele Ärzte und sagen auch, ja, unbedingt machen. Das ist meistens eine gute Geschichte. Ja, immer weiter nach hinten gehen. Und jetzt haben wir so plus minus 1 Minute rum. Und jetzt Achtung, jetzt bleibst du genauso stehen, wie du bist, aber du drückst mit Rumpfkraft, also aus dem Rumpf heraus willst du hochkommen, da du dich aber gegen die Wand abstützt, kannst du nicht nach vorne und du spannst an. Und dieses Krafttraining, das ist ein gutes Krafttraining, was dazu beiträgt, dass deine Schmerzen möglichst ganz schnell immer weniger werden. Dann lässt du die Kraft wieder los, gehst ein bisschen weiter in die Dehnung, spannst nochmal dagegen, ohne dich zu bewegen. Gell? Bei dem nach vorne drücken, du stützt dich ab, dass dein Körper sich nicht bewegt, dass er ganz regungslos bleibt. Lässt wieder locker, gehst noch ein bisschen weiter in die Dehnung und drückst nochmal dagegen. Drückst nochmal dagegen, lässt wieder locker und gehst nochmal ein bisschen weiter rein und kommst langsam wieder raus. Und wundere dich jetzt nicht, wenn sich alles anfühlt, als, oh, was habe ich jetzt gemacht und so, weil jetzt bist du vorne ganz lang geworden. Das, was normalerweise kurz ist, ist länger geworden durch das Dehnen. Und hinten ist es natürlich kürzer geworden, weil ein Gelenk hat ja immer 2 Seiten, bei der Wirbelsäule auch, ja. Und deswegen hast du jetzt so richtig das Bedürfnis, die nächste Bewegung zu machen. Und die machen wir auch gleich. Aber fühl mal rein, schreib einen Kommentar. Und wenn du merkst, wow, das war gar nicht schlecht, die fühle mich irgendwie anders, vielleicht sogar schon besser, dann gib uns nochmal einen Daumen nach oben. Und jetzt bei der zweiten Übung machen wir genau das, beziehungsweise Ina macht genau das, wonach der Körper sich sehnt, nach dem Überstrecken. Er will nach vorne unbedingt, weil er fühlt, er will da hinten länger machen. Und das machen wir nehmen den Stuhl zur Hilfe, dass es alles schön kontrolliert ablaufen kann. Und du siehst, Ina ist schon ein bisschen nach vorne gebeugt, es zieht schon rein, aber es geht noch ein bisschen tiefer. Und hier wird immer runtergezogen. Und dann merkst du die Dehnung im unteren Rücken. Jetzt bleibst du und wartest, bis sich das Ganze ein bisschen gelegt hat. Immer an die Grenze wieder gehen, wo es gerade noch gut auszuhalten ist. Und dann merkst du ja da hinten, das sind genau diese Krampfdinger, wo die Masseure immer sagen,
Das ist aber ein Herzspann da hinten drin und da wird massiert und getan. Das ist sozusagen die Massage durch Übung. Ja? Da wird alles schön langgezogen, was zu kurz und was zu verspannt ist. Aus der Dauerverspannung wird es rausgeholt. Ja? Das ist das Ziel. Und nach dem Abbeugen machen wir auch da ein kleines Krafttraining. Aber das hängt ein bisschen von dem Gewicht des Stuhls ab. Versuch mal mit dem Körper hochzukommen und den Stuhl hochzuheben, aber nicht so, dass du ihn abhebst, nur so ein bisschen gegenheben. Das ist gleichzeitig eine schöne Beschränkung, dass es da mit der Kraft nicht übertrieben wird. Und dann lässt du wieder locker und gehst ein bisschen weiter runter und vergrößerst die Dehnung da hinten drin. Und dann machst du das nochmal. Du steuerst an, als wolltest du ein bisschen nach oben kommen, als wolltest du ein bisschen nach oben kommen. Lässt wieder locker und gehst weiter in die Dehnung. Schön rund weiter nach unten gehen. Und noch ein drittes Mal. Du willst nach oben, aber nicht den Stuhl abheben, falls du die Kraft haben solltest. Gell? Der Stuhl muss stehen bleiben. Und lass locker und geh noch ein bisschen weiter nach unten. Und dann gehst du langsam wieder raus. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du die Hauptübung ganz easy nebenbei machen kannst. So, schau mal, Ina fühlt sich gerade wohl auf unserem Rückenretter. Erinnert dich das an die Position gegen die Wand? Das Überstrecken, aber halt easy, zum Feierabend. Ausruhen, mal richtig aufdehnen lassen und dann wunderbar schlafen. Das ist immer so der Plan, den man damit verbinden kann. Sie liegt drauf, sie dehnt und du kannst sogar ein Krafttraining machen, was wir auch in der Wand gemacht haben. Ina, versuch mal die Füße abzuheben und die Schultern abzuheben, aber die Füße begrenzt du, weil die könntest du abheben. Ne? Aber du merkst, du kannst vorne Kraft entfalten und wieder locker lassen. Und jetzt lasse ich noch ein bisschen weiter dehnen. Infos zum Rückenretter kriegst du übrigens hier. Und du lässt dich einfach dehnen und wenn die Dehnung zu wenig wird, dann gehst du mit den Füßen ein bisschen weiter auseinander, weil dann werden bestimmte Muskeln auch noch mehr gedehnt in der gleichen Höhe. Und das ist immer so dann die Vorbereitung für die nächste Stufe. Hey, kurz zu deiner Info. Am Sonntag, dem 7.1. findet hier in diesem Kanal um 11 Uhr ein großes Neujahrs-Live-Training statt. Und dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Wir üben von Kopf bis Fuß gegen alle möglichen Schmerzen. Und das Besondere, du kriegst 12 Tipps, für jeden Monat einen sozusagen, um endlich mal in diesem Jahr deine guten Vorsätze auch umzusetzen. Ich freue mich total auf dich. So, wir lassen die Ina jetzt mal genießen. Wenn du noch andere Übungen für den Rücken machen möchtest, für den unteren, dann klickst du bitte hier. Und da unten kannst du den Kanal abonnieren. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, dass YouTube dich informiert. Und wir sagen Ciao. Ciao.